Es geht wieder los, Freunde. Patch 1.6.1 für Assassin's Creed Valhalla wird bald kommen. Wir kriegen die Gräber der Gefallenen und ein neues Gebäude für die Siedlung. Alles im Detail erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Ihr seht es ja schon, auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed Lore, News und Guides. Und wenn ihr davon nichts verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne mal ein Abo da, würde ich mich definitiv freuen. Aber lasst uns ins Video springen, denn wir haben neue Informationen. Ja, Patch 1.6.1 ist nah und ich sage jetzt einfach mal, nächste Woche Dienstag, das ist meine Vermutung, werden wir den bekommen. Warum vermute ich das? Naja, PlayStation Game Size, ihr kennt den und sicherlich schon, gerade wenn ihr auf meinem Kanal schon etwas seid, dann ist dieser Name bekannt. Und zwar hat er in der PlayStation Datenbank einen Eintrag gefunden zu einem Update, nämlich Assassin's Creed Valhalla Update 1.061. Added to Database, das war so seine Aussage auf Twitter und das wurde gestern veröffentlicht, beziehungsweise heute Nacht. In der Vergangenheit hat PlayStation Game Size diese Tweets geteilt und es hat meistens eine Woche gedauert, bis dann dieser Patch auch live gegangen ist für uns alle. Das heißt also, wir können uns wirklich freuen, denn nächste Woche, lasst mich mal kurz schauen, an welchem Tag das ist. Und zwar am 27. September werden wir höchstwahrscheinlich das Update 1.6.1 bekommen. Und das ist ein Small to Medium Update, denn Urfaust hat hier gefragt und PlayStation Game Size hat geantwortet, Small to Medium. Allerdings muss ich sagen, mit den Informationen, die ich auch noch habe, finde ich das ein bisschen weird, dass es so klein ist vom Patch her. Denn auf der Konsole kann man die Erfolge für die Gräber der Gefallenen 2.0 schon sehen, beziehungsweise den einen Erfolg. Mehr gibt es da tatsächlich nicht. Helden des antiken Britanniens, also Heroes of the Ancient Britain, Complete all Tombs of the Fallen, also beende alle Gräber der Gefallenen. Und als Überbegriff natürlich Assassin's Creed Valhalla, Gräber der Gefallenen, vergrabenes Wissen. Und hier ist ein Erfolg, der sichtbar ist, mehr sind es nicht. Würde also vielleicht auch zur Größe des Updates passen, denn wir haben schon alle Gräber auf der Map. Im Grunde geht es jetzt wahrscheinlich nur darum, dass das Tor geöffnet wird, was wir in dem Eingrab haben, was auf dem Boden zu sehen ist und dass wir ein paar Dialoge bekommen, aber mehr werden wir wahrscheinlich auch nicht bekommen und dementsprechend ist dieser Aufwand auch nicht so riesig von der Dateigröße her natürlich. Meiner Meinung zumindest. Was meint ihr aber? Werden wir da noch irgendwie neue Texturen, eine neue Welt sehen, riesige Gräber? Lasst es mich gerne mal wissen in den Kommentaren. Aber ich finde es gut, dass das nächste Woche höchstwahrscheinlich kommt, denn da haben wir bis zum Jubiläum am 7. November auf jeden Fall noch 5 Wochen Zeit, um ein bisschen Spaß zu haben in Valhalla. Das ist aber nicht das Einzige, denn wir haben noch offizielle Informationen von Assassin's Creed. Wir werden ein neues Gebäude bekommen, was nichts mit den Gräbern der Gefallenen zu tun hat, sondern mit anderen Dingen. Und zwar sehen wir hier, es ist natürlich nicht wirklich offiziell bestätigt, aber wir sehen es natürlich. Assassin's Creed hat es auf Twitter geteilt. Hrefnatorp is about to get bigger, or Ravensthorpe is about to get bigger. Clank, 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 Assassin's Creed. Und wir sehen hier natürlich auf diesem wunderschönen Bild eine neue Bude. Wir sehen ein Schild davor mit einer Rune und einem Hammer und das ist natürlich, wie auch Andy hier beschrieben hat, Rune Building confirmed for sure. Und das denke ich halt auch, ja, Runengebäude, das heißt, wir können uns endlich Runen craften. Das heißt, wir können unser Set nochmal ein wenig verfeinern. Eine schöne Edition, denke ich mal, zum Ende des Spiels. Leider ist es ein bisschen schade. Ich finde, meiner Meinung nach, es kommt eigentlich schon zu spät. Das hätte eigentlich schon mit dem Hauptspiel oder im Hauptspiel drin sein müssen, meiner Meinung nach, weil jetzt am Ende ist die Spielerschaft natürlich nicht mehr so hoch wie zu Beginn, was ja normal ist, allerdings halt schade, weil das Feature hätte, glaube ich, ein bisschen mehr Individualität reingebracht in das Spiel, in das ganze Set-Building und vorher war das ja, oder ist es ja mittlerweile immer noch so, vorher war das ja sehr allgemein, also es war egal, mit welchem Set du gearbeitet hast, zumindest so in den ersten Monaten, du hast eigentlich immer die Gegner platt gemacht und es hat ja jetzt keinen Unterschied gemacht, ob du ein Schwert genommen hast oder einen Speer, meiner Wahrnehmung zumindest war das so. Und jetzt natürlich auch mit den neuen Sets, die reingekommen sind, mit den setgebundenen Perks, jetzt auch mit den Runen, kann man individuell seine Sets so gestalten, wie man halt Bock drauf hat. Das heißt also, mein Guess ist natürlich nächste Woche Dienstag um 14 Uhr werden wir das Ganze spielen können, am 27. Dezember. Ich gehe davon aus, dass dann im Grunde alles gesettet ist. Alle Main-Features des Spiels sind dann im Game enthalten. Wir haben dann nur noch ein Story-DLC, vielleicht Anfang November, Ende Oktober. Und dann, meine Freunde, vielleicht zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel könnten wir New Game Plus bekommen, weil alle Features sind jetzt im Game.
alle, sag ich mal, Add-ons wären dann im Game zum Ende des Jahres. Das ist meine Vermutung. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Wie seht ihr das Ganze? Lasst es mich wissen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich freuen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Ich habe natürlich zu unter anderem Mirage einiges gemacht. Welche Version ihr zum Beispiel kaufen solltet, habt ihr hier oben. Aber natürlich auch zu vielen anderen Dingen von Assassin's Creed. Da ist ja eine Menge rausgekommen die letzten Wochen, also schaut da gerne mal rein. Aber bis dahin, Freunde, wir sehen uns. Und wenn ihr abonniert habt, dann hoffe ich mal auch mit der Glocke. Da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.